Oh Gott. Ja. Kann man mal ein bisschen leiser machen? Oh. Zu schnell die Treppe hoch und runter gegangen. Weißt du Leute, ich will euch ja nichts vortrinken gerade. Ne? Ich will ja nicht so fies und asozial sein. Deswegen habe ich jetzt auch nicht Peach gemacht, sondern habe mir eben den Mango-Eistee gerade aufbereitet. Wie sagt man das am besten? Zugeschüttelt. Oh Gott, ey. Liebe das Zeug. Liebe. Hervorragend. Oh, Baby. So, wo ist das Ding? Wo waren wir? Ich gucke einfach mal kurz nach. Genau, die Nebenquests hatten wir alle gemacht. Und das waren jetzt sogar 2 Hauptquests, ne? Missing Airliner 1 und Missing Airliner 2. Okay. Leute, nicht böse sein. Nicht böse sein, dass ich gerade nachgucken musste, was wieder Plan war als nächstes. Warte mal, ich glaube, das Zimmer war ganz oben rechts, ne? Wo ich als letztes reingegangen bin. Oh, Björn weiß noch Bescheid. Ich kann nicht über den... Stell dir mal vor, du gehst irgendwie rein und erstmal laufen die ganzen Leute einfach nur so bei dir rum. Und untersuchen irgendwie dein Zimmer. Aber ich kann nicht über den Tisch mit ihr reden. Das geht gar nicht. Ich muss um sie rumgehen, so von hinten attackiert. I should be the one saying thank you. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich hab dich nur angesprochen. Was ist los? How is the investigation coming along? Well, to tell you the truth, we're having a hard time coming up with anything. But we have managed to gather a number of clues. Well, it's more like unreliable information than clues. But even still, we were thinking about heading over to Ravenous Village. Ravenous Village? But I heard the army had already finished its investigation there. I guess if that's the only clue we have to go on, maybe it's worth re-investigating the place. Anyway, please keep me posted as to what you find. Please keep me posted on your twitter.com. Auch fleißig abgewischt, immer. Immer fleißig abwischen, Leute. Immer. Jedes Mal. Die Sache ist, in welche Richtung geht's da für lang? Nile? Hatte ich nicht mit dem geredet beim letzten Mal? Ich meine, dieses Mal habe ich ihn auch hoffentlich nicht übersehen. Irgendwo. Wie beim letzten Mal. Ansonsten würde ich einfach nach Ravenous gehen. Ist das nach Westen? Warte mal, ich kann ja einfach hier auf der Karte gucken. Ja, Ravenous ist halt die Mine, ne? Das heißt, da muss ja dann auch der... North End of the West Bose Highway. Okay, ja. Alles klar. What? Ah, fuck. Oh, Joshua. Du Knappsack, ey. Einfach reingelaufen in den Gegner. Alter, dieses Kampftheme, ne? Das ist so hervorragend. Da kann ich wirklich... Das ist wirklich ein Kampftheme, das kann sich das ganze Spiel halten. Das ist kein Problem. Es ist aber auch, weißt du, es ist aber auch einfach die wichtigste Musik in einem RPG. So, das ist das, was du am meisten, das ist, wenn es einen Song gibt, von dem du nicht willst, dass du den auch nach 50 Stunden hören satt sein kannst, dann ist es die Kampfmusik. Die Kampfmusik, die muss einfach slappen.
Das geht nicht anders. Wenn deine Kampfmusik nicht slappt, dann kannst du dein ganzes Rollenspiel einfach einpacken. Also dann war's das. Dann war's das. Das ist so, why even bother at that point? So, das ist einfach vertane Lebensmühe. So, du kannst das restliche Spiel direkt canceln, wenn dein Battle-Theme nicht einfach hart slappt. Ja, die Musik ist allgemein gut. Red-Haired Guy. Ich frage mich, ob der überall red-haired ist. Ich meine, seine Augenbrauen sind red-haired, also Charizard, is that you? Well, this is an unlikely place to run into the Silver Streak. Right back at you. I thought you were in the Royal City, but are you here to look into the airliner incident? No, I'm here on some chump errands. But speaking of the incident, I hear it was the work of the Sky Bandits. Still, if you're here on the job, then I guess I don't have to worry about it myself. Good luck to you. Is that all you've got to say? I'm sure you've heard that Cassius might have been taken hostage, right? Cassius Bright? Taken hostage? Don't make me laugh. That old man's not going to get beaten by the likes of some Sky Bandits. Anybody saying that is severely mistaken. I'd like to believe that too, but I wonder who this guy is. I don't know, but he seems to fit the mold of a bracer. By the way, who are those brats you've got taking along with you? They look like a bunch of newbies to me. Well, then I'm sure you'll be surprised to hear that these brats are Cassius' kids. Yeah, that's a surprise, alright. So these are the old man's kids, huh? Hard to believe it. Why are you looking at us like that? This boy with the black hair is one thing, but the girl really looks like an amateur. Are you sure she's really Cassius' daughter? You wanna try saying that again with my staff in your teeth? Das ist eigentlich wäre es definitiv, also das ergibt keinen Sinn, den Stab in den Zähnen, eher im Gesicht. Das ist eigentlich, sollte das sein, mit meinem Stab in deinem Arsch. Sind seine Arschhaare auch red 100%? Das weiß ich gar nicht. Sind dann die Arschhaare auch rot? I have no idea. Time to make some ad revenue. Nice. Den darf ich jetzt leider nicht mehr nehmen. Wenn ich mal Geld übrig habe, hole ich mir mal Holy Energy. Ich habe das noch nie probiert. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also je nachdem, was für dich halt auch interessanter ist. Entweder Energy oder den Eistee. Deswegen, ich bin sogar noch mehr Fan vom Eistee, einfach weil ich sowas noch nie hatte in irgendeiner anrührbaren Pulverform, die dann eben auch noch eben zuckerfrei ist in dem Fall. Und halt ehrlich gesagt für mich sogar besser schmeckt als der meiste überzuckerte Eistee tatsächlich. Oder das ist ja generell das, was ich auch an dem Energy-Kram mag von denen, ist, dass der einfach nicht so penetrant schmeckt. Wie fast alles andere. So, du hast keinen komischen Nachgeschmack, du hast nicht irgendwie so... Das sind keine Getränke, die für 12-Jährige gemacht sind. Weißt du, es ist nicht so, dass ich... So, beim Red Bull fallen mir beim Trinken die Zähne aus. Wenn ich irgendwie von Rockstar die Dosen sehe, denke ich, das ist irgendwie schon für 3-Jährige gemacht. Und selbst eigentlich Monster, die Sachen, bei denen ich mag, konnte ich irgendwann nur noch irgendwie so die zuckerfreien Varianten von denen trinken, weil es auch alles andere war halt irgendwie so... Keine Ahnung, zu viel. Da habe ich irgendwie schon so einen mentalen Schock bekommen, wenn ich die Sachen irgendwann getrunken habe. Und die Dinge und die Holy-Sachen sind deswegen halt wirklich wesentlich reduzierter eben auch. Aber ohne jetzt, dass es irgendwie geschmacklich irgendwie weniger wäre oder so und das dann mehr nach Wasser als alles andere schmeckt. Sondern halt irgendwie, ich meine, klar, es ist alles irgendwie zusammengewürfelt, aber schmeckt auf jeden Fall, zumindest gefühlt halt wesentlich irgendwie so. Ich weiß nicht, ob natürlicher das richtige Wort ist, aber halt nicht so aufgesetzter, penetranter Geschmack irgendwie. So keine Ahnung, wie sie es machen, aber machen es auf jeden Fall richtig, was den Geschmack betrifft. What do you mean it doesn't matter? Well, take it easy, Charizard. And be careful not to let these brats drag you down. Yeah. And make sure not to rush into any trouble yourself either. I'll keep those words in mind. Oh, right, Charizard. Was it you who took care of that monster near mine? Yeah. Well, actually, it wasn't just me. It was us.
I don't think any number of trainees would have made much difference. But anyway, good luck in your search for those sky bandits. Later! eine Dose Red Bull ist Insta-Diabetes. Ja, es ist halt, also ich kann das, also so maximal halt in irgendeinem Mischgetränk oder so und dann auch bitte nur die zuckerfreie Variante. Aber so normales Red Bull kann ich echt nicht. Also da tun mir die Zähne weh, wenn ich das trinke. It really pisses me off. I see. So that was Heavy Blade. Heavy Blade a Gate? Ist es das wegen der... Wegen des Reims? Heavy Blade Agathe. Heavy Blade Agate? What a stupid name. Agate Krosner, senior bracer in the Bracer Guild. He works in all regions and isn't affiliated with any specific branch. His massive... His massive blade is said to be capable of slicing a monster in two with a single slash. I'll just tell you right now, he's one tough customer. Whatever. I don't care how tough he is. He's still a rude jerk. Come to think of it, how does he know Dad anyway? He seems to think highly of Dad's ability, but even so, he didn't seem to like him all that much. There are a number of things in his past I can't get into, and those things are the reason why he feels that way about your father. Well, I couldn't care less about someone rude like that. Anyway, let's hurry to Revenue Village. Anyway. Wo ist eigentlich bei denen hinten? Scheinbar da. Scheinbar da, wo ich gerade angegriffen habe. Agathe Bauer, ja. Bei Energy bin ich raus, dann lieber einen Kaffee, aber ich bin auch alt. Ja, das ist die, also ich weiß nicht mehr. So alt ist immer relativ, weißt du. Also ich kenn die Leute in meinem Freundeskreis, die am meisten so Energy-Sachen trinken, die gehen eher auf die 40 zu, beziehungsweise einer von den Kumpels wird dieses Jahr 40. Das ist dann irgendwie so weird dann, wenn ich dann irgendwie höre, da bin ich zu alt für irgendwie Energy zu nehmen. Oder auch auf den Firmenfreiern früher, was ich da gesehen habe, wie gerade die Leute in ihren irgendwie so Ende 40, Anfang 50 sind. Das waren die auch feiern, dass die meisten Red Bull Wodka in sich reingekippt haben. Okay, ich meine, einer von den Agenturleuten, der ist auch nur am Schniefen die ganze Zeit, weil er früher zu viel gekokst hat in den 90ern, aber... andere Branche. Let's see what we can find out about the sighting. So, what do you suggest? Should we just go talk to all the villagers? People would be suspicious of us if we did that all of a sudden. I think we should talk to the village elder first and see what he has to say about it. Okay. Jetzt einfach trotzdem mit allem reden. Are you guys visitors? If you're looking for the village elder's house, it's just up that hill in the back of the village. Alle Kinder klingen exakt so. Jedes einzelne Kind klingt exakt so. Nur Variationen davon. Na, hast du Bücher für mich? Reifen Apfel. Geh weg mit deinem Scheiß. Ich glaube, das ist gutes deutsches Brot hier wenigstens. Nicht so komischen amerikanischen Toast. Warte mal, wo war das Ding nochmal? Hinten in the back. Das hier, oder? Das war das. Ja, Elders Haus. Hallo, Elder. Oh, I see you're all together. What brings you all up here today? Are you here for a visit? No, not exactly. We're actually here on business. Although, if it's possible, I'd really like a glass of your fruit wine. Ho ho ho! Things in the world never go like you expect, do they? By the way, I never got a chance to ask you until now, but you don't happen to be one of the Agate's companions, do you? Well, we're all members of the same guild, but we're not companions exactly. We know him by face, and that's probably about it. I see. So he's traveling by himself as usual, huh? A moment as a look of sadness passed over his aged features. Huh? What's wrong, sir? It's nothing, really. Please pardon my expression. Anyway, what brings you to this rural village of ours? The rural juror.
Don't tell me that another dangerous monster showed up in the village. No, actually, we're in the middle of an investigation concerning the missing airliner. We came here because we heard there was a report of some kind of sighting. Oh, I see. The Royal Army came here and investigated that the other day. However, they searched around the area and ended up leaving empty-handed. Really? Is that so? Well, what about the person who saw the flying silhouette in the sky? It was one of the children in the village here. A boy named Louis. Louis? Ist das eine andere Form, Louis zu schreiben? Oder soll das irgendwie Levey? I don't know. Es klingt für mich wie eine von 300 Schreibarten, Buchstabierweisen, Arten, den Namen. I don't know. Oh Gott. But he's a kid any way you think about it. So he may just imagine the whole thing while he was half asleep. Imagine it, huh? I guess the best thing we can do is ask him directly. You're probably right about that. Thank you for your time, sir. Don't mention it. If there's anything else I can help you with, don't hesitate to ask. Give me all of your money, please. Ich nehme mal, das sind die einzigen beiden Kinder. Hasn't come over really. I wonder if something happened. Okay, wo zum... Das ist er bestimmt. Der sieht aus wie ein Kind. Oh, da, warte mal. Lore. Nein, keine Lore. Ich habe jetzt keine Zeit für Lore. Da ist er. Huh. I haven't seen you guys around here before. Are you merchants? Merchants or some, buy some fruit? Actually, no, we're here for a different reason. As a matter of fact, we are bracers. Bracers? You mean like a gate? I don't know. You don't look at all like the strong to me, especially because you're a girl. Schubst du jetzt. Das wäre der Moment, wo ich das Kind einfach ins Wasser kicke. Why don't you tell me how you really feel? But after seeing my great skill with the staff, do you think you can still call me weak? Jetzt einfach voll ins Gesicht. Komm, pack ihn um. Batsch ihn weg. Wow, that's amazing. It's like a tornado. Wird weggeweht. Kann nicht schwimmen, stirbt. Spiel vorbei. I hope you've learned your lesson. That looks can be deceiving. Now, how about another amazing demonstration with my staff? Estelle, be careful. Wasn't it just yesterday that you hit yourself in the face doing that? Anyway, are you Louis by chance? Yeah? But how do you know my name? We heard it from the village elder. He said you saw some kind of flying shadow. Do you think you could tell us a little bit more about what you saw that night? Sure, if you want. But the soldiers from the army already searched the place and didn't find anything. That's fine, we're not worried about that. Do you think you could just tell us what you saw? In as much detail as you can remember. So das Kind erzählt das genauso wie dieses eine, so dieses do you ever had the dream where you genauso auf die Art und Weise. Oh. Hauptsache, die klingen alle nicht wie tot, doch genau das bitte. Nur noch nerviger. Also so klingen Kinder für mich immer. Oh. Ich hätte früher gern diese Teekörner genommen, wenn ich Pfirsichtee oder so haben wollte. Ich weiß nicht mehr, ob das noch tun könnte. Diese Teekörner? Ich weiß gar nicht mal, was du meinst. Ich bin Eistee-Soft-Junkie, also probiere ich mich schon durch. Ich habe da was von Treetop. Das schmeckt selbst mit 2 vollen Deckelfüllkappeln. Also man muss es nicht übertreiben. Ich kann auf jeden Fall sagen, bei dem Holy Eistee nimmt einfach die normale Dosis, den einen Scoop, dann passt das. Oh. And the other night when I was out here looking up at the stars, I saw 2 shadows moving across the sky. Now, hold on a minute here. You say you saw 2 shadows? Yeah, that's right. And they were different sizes too, kind of like a mom leading a kid. 2 shadows, 2 sizes. That's consistent with an airliner and the Sky Bandit airship if you think about it. Yeah, the aircraft we ran across in the woods was definitely smaller than a typical airliner. And the 2 shadows just kept on flying north, until I couldn't see them anymore. So, north is... There's a trail that continues behind the village, and it leads to an old septium mine which was abandoned. Extinguish?
abandoned some time ago. The soldiers from the army supposedly searched the trail, but didn't come up with anything. That's why they said I must have just been dreaming. And then laughed at me like I didn't know what I was talking about. Fuck them kids. Ah, enough of that. You're a boy, right? Boys don't cry. Ah, yeah, baby. Ah, Estelle mit ihrer toxic masculinity. We're not like those stupid soldiers. We don't think you're telling a lie either. And we're going to prove it. Really? Darn straight. You just leave it to us. Darn straight. Das ist eher so was ich von irgendwie so Ted Lasso oder so hören würde. Ja, Krümel-Eistee, ohne Scheiß. Das, finde ich, ist der beste Vergleich. Das ist der beste Vergleich. Wenn du genau wie ich früher einfach Krümeltee, also Krümel-Eistee süchtig warst, dann ist der Holy Eistee genau das Richtige. You're a real nice person. As usual, she got a neck with the kids. Yeah, maybe it's a virtue. Huh? What are you looking at me like that? Ah, it's nothing. Let's focus on the task at hand. It looks like we got stuff to do. Right! Let's hurry and get onto the trail behind the village and see what we can find. Let's go! Whoop whoop. I'm not even sorry. Nee, ich habe ja eigentlich voll Energie, passt schon. Dich Post, aber ich kann mal sicherheitshalber. Subidibidam, bibidibidibidum. Ah, Instant-Tee. Okay, aber ist alles klar. Ja, also ich muss halt direkt an diesen Krümeltee und sowas dann denken, ja. Ja, ich hab da früher auch zu viel von diesem... Vor allem, ich habe das immer gehasst. Ich war in so einer Wochenend-Tagesstätte oder so, in den Sommerferien öfter. Und die haben dann einfach das weil das dann für halt so eine ganze Gruppe von Kindern war, haben die das einfach in so 10-Liter-Eimern angerührt. Und damit dann eben, du mehr von dem Zeug hast oder so und da halt nicht so viel Zucker oder so drin ist, haben die da halt viel zu wenig reingetan. Und das hat dann einfach so total wässrig geschmeckt. Und dann war einfach immer der Versuch noch so, du hast dir dann sowas abgeschöpft und dann noch so ein bisschen was versucht von diesem Krümeltee in deinen Plastikbecher noch mit reinzutun, damit du irgendwie ein bisschen mehr Geschmack bekommen hast oder so. Ich glaube, das würde schneller gehen, wenn ich Zauber einsetze. Aber ich bin auch einfach ein sturer Bastard. Das ist mein Problem. Mein Problem ist, ich bin im Kern einfach leider ein sturer Bastard. Der wird jetzt leider sterben. Aber ich krieg dadurch halt auch das ganze Zeug, ja. Egal. Egal. Einfach weiter. Was gibt's hier? Gar nichts gibt's hier. Einfach scheiße angelogen. Warte mal, wo ist ich? Ich glaube, hatte ich hier schon alles auch geholt? Oh, ich hatte hier schon alles an Truhen geholt, okay. Genau, ich bin, glaube ich, bis zur Mine gegangen, aber nicht viel weiter, ja. Damals pur gefuttert. Das habe ich, glaube ich, nur ein paar Mal gemacht. Das ist mir dann, glaube ich, doch. Aber ich bin auch niemand, der es halt wirklich so gerne süß mag, tatsächlich. Ich bin halt auch jemand, wenn ich halt die Wahl habe, dann nehme ich immer was Herzhaftes. Dann nehme ich immer was zum Knabbern, bevor ich was Süßes nehme. Immer. Also wenn du mir die Wahl gibst, ich nehm immer irgendwie eine Packung Erdnüsse über irgendwie, keine Ahnung, Gummibärchen oder so, weißt du? Öltje over Haribo. So, das ist. Except for the fact that it's still all deserted. It seems that this place. Es sieht einfach wirklich aus wie dieses Lock in Resident Evil 4. Oder eben auch so ein bisschen wie dieses Mind-Lock aus Ace Attorney 2.
The padlock and chain are rusted. It doesn't look like this gate has been opened recently. Which means that there's no possibility that the Sky Bandits entered through here. I wonder if that's why the army never investigated the place. You're probably not going to find any clues searching around in an old mine, that's for sure. What's wrong, Estelle? Maybe it's just me, but do you feel any air flowing out of here? When you say out of here, do you mean the mine? No, my butthole. Yeah, that's right. Let's see. You're right, Estelle. It's rather subtle, but there's air flowing out of there. Just like I thought, huh? Sometimes your senses can be surprisingly sharp, you know that? I wonder if you got that from your father. My dad doesn't have anything to do with it. But forget about that. Aren't you more interested in what's inside this old mine? There's certainly a possibility that it connects to somewhere. It's probably worth checking out. Well, in that case, let's bust this lock off. Hey, don't you even think about doing that. For now, we'd better head back to the village and talk with the elder. Oh, fucking cop over here. He might have the key. Oh, you're no fun, Shara. Ohne Scheiß, mach doch das Ding einfach auf. Das heißt, ich bin jetzt den ganzen... Vor allem, dann muss ich den Weg nicht wieder zurücklaufen. Und den ganzen Weg dahin gelaufen, damit ich ihn direkt wieder zurücklaufen kann. Das ist doch ass. Lass mich einfach das Ding kaputt schießen. Komm schon, komm schon. Spaß haben, Spaß haben. Einfach mal ein bisschen Regeln brechen, weißt du? Sei nicht so ein Cop-Shara. Tee mit Bacon-Geschmack. I don't know. Also ich würde es, also wenn mir das jemand anbieten würde, ich würde es definitiv ausprobieren. Einfach, weil es so absurd ist. Aber wenn ich darauf wetten müsste, ob es schmecken könnte, würde ich höchstwahrscheinlich eher Nein sagen. Ach, wo ist denn der alte Sack jetzt hin? Okay, Grave. Ah, natürlich. Ah. Sich schon mal auf den Umzug am Vorbereiten. Warte mal, wo war das Ding hier? Das war doch hier irgendwo an der Seite, hier oben rechts an der Seite, oder? Ja. Wo haben wir es? So, this is where you are, Elder Ryzen. Oh, it's your young bracelet, is it? Well, this is a rather extravagant grave for a small village like this, isn't it? It was erected to mourn all those souls we lost 10 years ago. Since the Boza region is nearest to the Empire, it was in the thick of the fray, and this village lost a number of good people in the hostilities. That's terrible. There's no need for you to get somber too, though. These days, cleaning this monument is just one of my daily routines. But I guess you wouldn't have come here if you didn't think there was something I could help you with, right? Oh, right, there was something we wanted to talk to you about. But before that, eine kurze Werbeunterbrechung. Would you mind if we paid our respects as well? I know we don't have any flowers to give, but we'd at least like to offer up a prayer. Oh, I see. Now, no, of course I don't mind. I'm sure all those looking down from above would be overjoyed by the gesture. So, you say there might be some clues in that old mine, huh? I know for certain that the soldiers didn't check inside. After I heard Louis' story, it really got me thinking. We'd like to check the place out just in case, so would you mind lending us the key to the entrance? The key for that padlock, huh? Give me a minute there. Packt sich einfach so unters Kopfkissen jetzt. I'm sure I put it in this drawer. Oh, right, here it is. In mein Schlüsselfach. Wo ich alle meine Schlüssel aufbewahre. Ich hatte mal versucht, bei Bubble Tea eine Kugel zu kauen. Also ich meine, das ist so, das sind halt so auf die Ideen, die man ankommt, ne? Ich weiß noch, das erste Mal, als mir gesagt wurde, so, hier, wenn als ein Verpackungsmaterial irgendwie auch so, yo, das ist essbar theoretisch. So, kannst du einfach theoretisch. Und natürlich, das erste, was ich gemacht habe, war natürlich mir das Ding sofort in den Mund zu stecken. War auch ehrlich gesagt vollkommen okay. Received abandoned mine key. War ein herzhafter Tee. Einfach so echter Schwarztee zum Anrühren.
Ich will einfach mal wirklich so richtig wilden Scheiß haben. Weißt du, dass die zum April nicht einfach so eine limitierte, wirklich, das ist die perfekte Zeit. Weißt du, du bringst einfach wirklich so eine Sorte raus, die einfach, keine Ahnung, einfach Eistee, weiß ich nicht, Torte oder so, keine Ahnung. Irgendwie was Verrücktes oder so ein Scheiß. Weißt du, zum 1. April kannst du es einfach machen, weil es ist so, selbst wenn es nicht gut sein sollte, dann kannst du es immer noch als so, hahaha, Aprilscherz, okay, wir wissen Bescheid, niemand wird dir böse sein, wenn so eine absurde Sorte zu einem Aprilscherz irgendwie dann nicht gut schmeckt. Aber das gibt dir, glaube ich, die Möglichkeit, einfach irgendwie verrückteren Kram auszuprobieren. Einfach so eine Schwarzwälder Kirschtorte oder so. Spekulatius. So eine Spekulatius-Sorte könnte aber legit gut sein. Als so ein Weihnachtsding. Strawberry Cheesecake hatte ich mal als Tee, war aber mega ekelhaft. Ja, ich glaube, vielleicht kannst du es aber auch gut umsetzen. Das ist so die Sache. Ich bin ja auch bei Eis eher daran interessiert, wenn es halt so vollkommen absurd und wild wird. So, einmal kurz resten. Für 60 Taler, Leute. Die Inflation trifft uns alle. Auch in anderen Welten. Tschuk. Würde ich eigentlich gerne mich so hin teleportieren, damit ich den Weg nicht nochmal extra laufen muss, aber... Weißt du, wenigstens habe ich das Upgrade, dass ich hier leichter an den Gegnern vorbeilaufen kann. Oder halt leichter an den Gegnern vorbeilaufen kann in die Sackgasse und dann beim Rückweg getroffen werde. Mit einer Preemptive Attack vom Gegner. Ihr dreckigen Bastarde. Oh, einfach weggenatzt. Gar kein Land mehr gesehen. Okay, nochmal kurz. Okay, ich bin halt wirklich direkt falsch abgebogen, lol. Jetzt aber hier lang. Und jetzt bei... Ja, genau. Ich wusste. Ich wollte nur mal, dass ihr euch keinen Stress macht. Ich will euch ja nicht zu irgendwie unnötig Anxiety oder so verpassen. Let's use the key we borrowed from the village elder. Use the abandoned key, mein Key. Erdbeer-KitKat ist aber ziemlich nice. Generell diese ganzen japanischen KitKat-Sorten, da gibt's so, die schmecken halt wirklich alle unfassbar chemisch. Also dieses Erdbeer-KitKat, also gerade dieses japanische Erdbeer-KitKat oder so Himbeer-KitKat, das schmeckt halt wirklich, das ist so die chemischste Form von irgendwie einem Himbeer- oder Erdbeer- oder Bananengeschmack oder so, die man sich vorstellen kann. Aber ich find's trotzdem geil. Das ist auch so, weißt du, ich finde diesen künstlichen Bananengeschmack, der auch in so einer Müllermilch oder sowas drin ist, den finde ich fast schon geiler als normalen Bananengeschmack. So Banane, Top-Tier-Obst, ne? Banane, S-Tier. Haben wir schon mal drüber geredet. Banane, definitiv S-Tier-Obst. Aber ich finde diesen künstlichen Bananengeschmack, glaube ich, trotzdem sogar noch geiler. Soll der nicht irgendwie näher dran sein an alten Bananen? Weil wir haben ja mittlerweile neue Bananen. So, das ist ja die Bananen, die es vor irgendwie hier 30, 40 Jahren gab, das waren ja andere. Die sind ja ausgestorben. So, also, was heißt ausgestorben? Aber gibt's halt nur noch so ganz, ganz selten irgendwie. Milchschnitte Joghurt. Aber ich finde auch, Milchschnitte ist halt aber auch generell schon so Perfektion. Das ist halt, das Gute an Milchschnitte ist halt einfach, dass es so super simpel ist. Weißt du, das ist so wie Kinderschokolade. Also ich finde, Kinderschokolade ist unfassbar simpel, aber holy fuck schmeckt das, Alter.
Ne, ich bin normalerweise nicht so der Freund, der halt so Süßigkeiten oder so super gerne isst. Aber so in Kinderschokolade kann ich einfach... Also da kann ich problemlos mir so eine ganze Tube reindrücken. Problemlos. Was ist halt auch... Das ist halt immer scheiße, dass du diese Wichse entweder nur einzeln kaufen kannst an der Kasse oder direkt so diese halbe Kilo Packung. Warum? Wo ist einfach so die Packung mit so 4 Stück? Nein, es ist entweder, okay, eine kleine, die dann halt relativ viel kostet, oder direkt so eine Diabetes-Box, aber nichts dazwischen. Warte mal, ich hätte eigentlich die auch alle sofort wegdunsen können, aber... Naja, egal. Alter, Estelle. Holy fuck, ey. Einfach alle sofort weggerumpelt, aber die waren ja auch gegen alles anfällig. Oh, von hinten. So mögen die es. Wir machen nochmal, komm Leute, machen nochmal Hellgate. Das ist voll der Overkill auf einen drauf. I don't give a shit, though. Weißt du, manchmal muss man auch ein bisschen Spaß haben. Manchmal muss man auch einfach ein bisschen Spaß haben. Manchmal muss man auch über die Stränge schlagen. Yeah, baby. Get fucked. Ich hab das manchmal nur, dass es irgendwelche so extra Sorten sind, die... So alles, was mit Kaffeegeschmack ist gefühlt immer etwas, was nur ich mag. Was war Soul Blade? When's the time space checking pulse? Gucken wir mal das an. Wie viel macht das denn? Hörst du auf? Lässt du das, okay? Ich will, dass du das lässt. Oh! 243 hat in der Kombination mit Shara trotzdem gereicht. Ja, Lebensenergie sieht noch ganz gut aus. Was ist das denn für ein Crash Bandicoot-Shit hier? Wie komme ich da hin? Jetzt irgendwie reparieren, schalte ich doch noch einen Sprung frei. Das wird noch zum Plattformer. Trails in die Eieieiei. Okay. Ich hoffe, ich schalte gleich irgendwann eine Karte frei, weil das wird mir jetzt schon ein bisschen zu weitläufig. Jetzt aber. Alter. Sorry, Leute, aber das war's. Sorry, Leute, aber das war's mit euch. Jetzt schiebe ich sie noch schön nebeneinander. Weißt du, falls es die nicht killen sollte. Oh, das sieht so evil aus. Oh, das ist noch critical. Bye. Alter, 500. Für jeden. 1500 Schaden insgesamt. Across the board. Einfach Joshua, also Helga, wirklich fucking nasty einfach. Und dann diese fucking Professor Layton Musik, wenn ich hier durch den Dungeon durchgehe. Könnt ihr euch mal gefälligst ein bisschen näher zusammenkauern? Das ist ja ekelhaft. Das ist ja wirklich widerlich von euch. Oh. 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 Ach scheiße, hätte ich das gewusst, dass ich alle 3 treffen würde, hätte ich Joshua den angezielt, aber... Tschink! Und... Alter, was mit einer Feuerwaffe weggemacht, nice. Jetzt kriege ich aber das Sepet aber auch in den Arsch geschoben. Zumindest um die beiden brauche ich mir erstmal keine Gedanken mehr machen. Ich hätte halt gerne so das Rote und Grüne. Rot und Grün wäre ganz nice. Wenn wir das irgendwie demnächst bekommen könnten, wäre ich definitiv dafür. Ich würde dafür abstimmen.
Das machen wir aber richtig. Oh, das brauche ich nicht mal machen, ne? Dadurch, dass Feuer einfach 50% Schadensbonus gibt, ist es wahrscheinlich sogar besser. So, das war's. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. So, Cheryl, du kannst auch einfach Kaffee trinken. Das ist scheißegal. Get fucked, ja. Ja, ich brauche nur die beiden. Nice. Man, it's bright in here. Huh? Isn't that the... Quiet as hell. It looks like we've hit the jackpot. Yo, let's go. Alter, das Schiff rechts, das hat so ein bisschen... Einfach die Farbgestaltung, das könnte auch irgendwie aus Mega Man Legends sein. Forget about... Einfach, oh, diese... Weißt du, diese Pilotbrillen. In irgendwie so Anime ist es immer so das Geilste. Und wenn du das sowas im echten Leben anziehen würdest, dann siehst du einfach aus wie der größte fucking Dork. Ja, Crash Benuka. Schokofresh aus der Kühltruhe von 1 bis 10. Schokofresh ist so eine 6, 7, muss ich sagen. Bin ich nicht der größte Fan von. Das Beste, was es in der Kühltheke gibt, ist Kinder Maxi King. I'm sorry. Ja, Kinder Maxi King ist einfach based. Weißt du, da kriegst du auch wenigstens eine schöne Dreierpackung. Das heißt, du kannst es dir mit ein paar Leuten zusammenholen. Und selbst wenn du dir es für zu Hause holst, dann hast du nicht nur ein Einzelding, sondern mehrere, aber halt nicht direkt eine ganze 10er-Packung oder so, wie bei Milchschnitte oder so. Oh, Kinder Maxi King ist voll geil. Ah ja, Kinder Maxi King ist based. Also aus der Kühltruhe auf jeden Fall das. Ansonsten, weißt du, Kinderschokolade ist halt basic, aber Kinderschokolade ist so geil. Kinder Bueno ist auch super. Ist auch also Kinder Bueno ist auch S-Tier. Kinderschokolade ist S-Tier. So Kinder Country ist A-Tier. Immer noch sehr, sehr gut. Ich bin gerade noch überlegen, ist noch was... Wer sind immer diese Kindercards oder so? Die sind auch mega. Einfach generell, also die ganze Kinderscheiße ist halt so... an sich ist da alles gut von. Ich weiß nicht, ob es irgendwas von Kinder an so Schokosüßkram irgendwie mal gegessen habe, was nicht mindestens irgendwie gut ist. Also so Schokobons auch eigentlich ziemlich geil. Das ist einfach pervers gutes Zeug, was die machen. Duplo ist auch geil, aber Duplo könnte ich definitiv nicht so viel essen wie Kinderschokolade. Wie gesagt, Kinderschokolade kann ich das ganze Ding. Kann ich so wie viel sind da? 15, 20 Dinge in so einer Packung? Die kann ich alle leer essen. Duplo eher weniger. Was geil halt sind auch so, Alter, was auch halt richtig based ist, sind die hier Hanuta-Riegel und Knoppers-Riegel. Und Knoppers ist so schon geil. Aber der Hanuta-Riegel ist halt das Geile, weil Hanuta ist halt so C-B-Tier. Ne, Hanuta ist okay. Wenn nichts anderes da ist, dann nehme ich auch einen Hanuta. Wenn nichts anderes da ist, dann ist das, ja, Hanuta ist nicht verkehrt. Kann man essen. Aber der Glow-Up zu diesem Hanuta-Riegel, Alter! Das ist ja einfach von so B, C auf S-Tier hochgeschubst. Weil, ja, Knoppers-Riegel ist auch geil, aber normales Knoppers ist schon geil. Weißt du, und das ist dann halt nicht dieser selbe Wandel. Weiße Schokolade ist auch super. It certainly turned out to be a great place for hide something in the size. Yeah, who would have thought to? Look here. Look at that! Aren't they loading the airliner cargo into their own ship? Let's worry about that later. We've got to figure out a way to bag these guys before they get away. Again! So this is our third trip, huh? Man, Dunn can be a real slave driver sometimes. Oh well, once this is all taken care of, we'll be able to sit back and negotiate a nice, fat ransom. Hold it right there! Who in the... The scorching flames of justice shall never fade away as long as evil thrives in this world. The League of Extraordinary Bracers has arrived.
Oh, irgendjemand hat zu viel Anime geguckt. Huh? The League of what? You bonehead. Why do you always get carried away like that? What's with you two? Now I look like a big fool saying that stuff all alone. Ich meine, da hat's recht. Wenn das alle sagen würden, das ist voll okay. Weißt du, wenn du anfängst zu singen, als wär's eine Musical-Szene und keiner macht mit, dann ist es weird. Wenn alle anderen Leute mitsingen und tanzen, dann ist es cool. You're the one who Josette had a run-in with back in Roland. This can't be right. You're not supposed to be here this early. It can't be right? We're not supposed here this early? What the heck are you talking about? In accordance with the laws of the Bracer Guild, you are hereby under arrest and charged with fucking cop einfach. I hope for your sake you'll come along quietly. Now, hold on just a minute. Are you trying to tell me that only the three of you came here to arrest us? You see anyone else, Bandit Boy? Bandit Boy. So you're not involved with the others then, huh? Then that simplifies things. Let's get 'em, boys. Let's dance, boys. Oh, Alter, ich hab meine CPs, meine Craft Points sind voll, meine ich natürlich. Bam, bam, bam. Get fucked! Eat shit and die! Oh! Was machst du jetzt, Bitch Boy? Einfach das fucking Hellgate hier drauf. Oh, Baby. Komm, die dürfen mich einmal angreifen. Ihr dürft mich einmal angreifen. Ihr dürft mich einmal angreifen. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Warte mal. Bye! Oh, fuck, fast gestorben. Okay. Agility up für Estelle. Warte. Nee. Ach, scheiße, jetzt habe ich den... Ja, doch, bevor er dran ist, weißt du? Ich meine, der ist fast eh tot, aber ich habe halt keine Ahnung, was der kann. Aber der halt... Nee, der ist wahrscheinlich dann... Die alle gehen dann einfach auch schnell drauf. Ja, komm, mach mal einfach weg, weißt du? Mach mal einfach weg, dann ist er aus dem Weg. Schick! Hack! Hup! Hängen! Wenn du halt wirklich mit den 200 aufgeladen in den Kampf reingehst, dann ist das schon ein bisschen fies, muss ich sagen. Oh, der Boob-Jiggle! Let's go, Buba! Oh, he likes it. Glücklich gestorben. Einfach so mit Tränen in den Augen. Oh nein, bitte schlag mich nicht. Hältst du den Hintern hin? Let's dance, boys, würde ich mal sagen. Fuck yeah! Oh. Okay. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber I'm about to end this man's whole career. Ja, aber, ja, oh, wow, 18. Okay. Okay, sorry, dass ich... Ja, ihr hättet mich fast besiegt, definitiv. Ich war kurz vorm Sterben. 9 Erfahrungspunkte! Für einen Boss-Encounter 9 Erfahrungspunkte. Ich war wahrscheinlich ein bisschen über dem Level drüber. Maybe. Ich meine, ich habe die ganzen Nebenmissionen so einen Scheiß gemacht. So, das würde mich jetzt auch wundern, wenn ich da großartig strugglen würde. Macht Tits alle Ehre, das auf jeden Fall. Ne, deswegen heißt es ja auch so.
Ah, you guys are tougher than I thought. It's no wonder Josette got beat by you three. Sweet talk won't get you anywhere, buddy. It's time to surrender and let the passengers go. You really don't know anything, do you? What was that you called yourselves? League of Extraordinary Dim or something? Weißt, das erinnert mich einfach blunt, dass das die beste Art und Weise, wie das ein Antagonist jemals gemacht hat, ist bei Wonderful 101. Wenn immer Dearth und Blunder Red. Das ist einfach Citizens of Dearth. Oh, it is you, Blunder Red. Oh. Kann man einfach gleich ein bisschen Wonderful 101 spielen? Das ist schlimm. Das ist schlimm. Wonderful 101 ist halt wirklich ein Spiel. Ich muss nur einmal kurz dran denken und mir juckt's direkt wieder in den Fingern, es einfach ein paar Stunden zu spielen, nochmal die ersten Chapter. Oh, Citizens of Dearth. Alter, Wonderful 101 ist so ein hervorragend geschriebenes und lustiges Spiel. What? What is this? You gotta be kidding me. Another smokescreen? It's too bad the rest of the cargo, for the rest of the cargo, but we'll just have to live without it. Later, Bracers. Das gibt's leider nicht für die Xbox. Das ist das einzige System, für das es das nicht gibt. Es gibt einen guten PC-Port, auch mit noch so ein paar netten Mods. Es gibt eine gute PS4-Version, die gerade auf der PS5 hervorragend läuft. Und dann eben die Switch-Version, die zumindest besser läuft als die Wii U-Fassung, aber halt jetzt nicht so hervorragend wie eben gerade die PC und PS und dann eben auf der PS5. Later Racists. Me at my comment section. Some of it got in my eyes. Don't worry, it's not poisonous. It looks like it was a typical smoke canister. Their ship is already out of sight. This is getting really old. It's not once, but twice now that they've gotten away. If I got demoted for this at the guild, there's not much I can say in my defense. Oh, Shara. Quit acting like it was all your fault. We're responsible for letting them get away too. If we've got time to kick ourselves over this, then there's got to be some other constructive things we can do. Well, you sound like you should be the senior bracer. Well, at least we were able to take back the airliner, so how about we have a look? The passengers may be inside. Right. Warte mal, ist hier noch irgendeine Kiste oder so? Ist da eine Kiste? Kann man hier mit hochfahren? Aber hier gibt's ja... Hier ist ja wirklich noch Areal übrig. Ne, keine Kiste, so wie, oder? Ne. Keine Kiste. So hier drunter irgendwie versteckt. Wow. It's pretty bare in here. There's not a piece of cargo left. Evidently, the Sky Bandits managed to make most off with it all. At least, judging by the looks of things. At any rate, we should do a thorough investigation of the place. Oh, das Militär wird uns lieben dafür, dass wir den Airliner gefunden haben. Oh yeah, baby. Äpfel. Woo! Jackpot! It looks like this is the captain's seat. If these were any other circumstances, I would love to smell it. Don't even think about it. Here's the steering wheel, used to pilot the ship. I wonder where the pilot could have gone. Estelle mit ihrem Wissen über Airships. Keiner hier, keine Schatztruhe. Okay. Ich habe halt echt die Sorge, dass irgendwo hier so eine geheime Truhe irgendwie versteckt ist. Weißt du, du gehst irgendwo so dahinter, du kannst die Kamera nicht drehen, aber bisher war das, glaube ich, nie der Fall. What the fuck? It's bright in here. There's a lot of light shining into this place. Okay. Muss ich einfach wieder nur alles irgendwie einmal untersuchen? Oder? Ah, okay, jetzt, ja, weil ich jetzt alles versucht habe, alles klar.
We checked it over, but it looks like there's nobody inside. There's a high possibility the passengers were transferred to the Sky Bandit's airship. And then to wherever their hideout is. Agreed. But this sucks. Right when I thought we had some clues, we're back to fucking zero. Come on, cheer up already. It's not like every clue has completely vanished. Why do you think the Sky Bandits hit the airline in a place like this? Huh? As far as I can tell, the orbital energy in the ship has completely stopped, which means that the orbital engine was stripped from the aircraft. I know this because the orbital energy in an orbment gradually recharges over time. Furthermore, the Sky Bandits made multiple trips to carry off a large amount of cargo. Considering the time and risk involved, don't you think it would have been more effective to just take the entire airliner to the hideout? Yeah, that does seem a little odd that they didn't. So why'd they hide the airliner here then? All I can think of is that they did it in order to sort the cargo, move the hostages aboard their own aircraft, steal the orbital engine, keep clear of Royal Army search party. Ditch the Lin because their hideout is somewhere weird. Ich meine, das ist so relativ... vielleicht hier? Das hat ja funktioniert. It's true the airliner is rather large and easily seen, and in that sense it would seem highly likely that they would leave it in a different place than their hideout. However, that alone couldn't be considered a decisive reason. From my guess, I would imagine that their hideout is a slightly peculiar place. Ja, okay, das waren die beiden, von denen ich irgendwie, ja, okay, ergibt Sinn. Ah, fuck, ey. Weniger Punkte für mich, 100% Playthrough im Arsch, spätestens jetzt. Maybe 10 to 15 Arg in size? Ager? Arge? Arsch? I don't know. In short, a peculiar place on which only a small aircraft like the Sky Bandit's airship could land. Interesting. How about terrain covered with extreme differences in height, like mountains and ravines? That seems like a likely place for the Sky Bandit's hideout. Yeah, that's what I've been thinking too. However, if that's the case, then we may be unable to do anything else. There's the possibility that their hideout may be in a place we can't reach by foot. Then what can we do? Well, I hate to say it, but we may have to share our conclusions with the army and ask for their cooperation, because they're the ones who want with the patrol ships. What? Now you're trying to tell us that we should go crawling back to the army and ask them for help? Either way, we still have to report to them the airliner. Personally speaking, I still think we should cooperate with the army, whatever their attitude may be. Ah, Joshua natürlich auch im Kopf. Especially if that means bringing the hostages back safe and sound. I guess you're right. This isn't the time or place to be letting my personal feelings get the best of me. For the time being, let's get back to the guild and report our findings to Lagran. We should be able to contact the Gate if we use the orbital telephone. Ihr könnt es auch einfach Telefon nennen, als ob es irgendwas anderes gäbe. Warum nennt ihr das Orbital? Gibt es auch in der Welt normale Telefone? Ist da ein Unterschied? Haben die Telefone und Orbital-Telefons? Weil wenn es mit Orbital Technology einfach nur geht, dann könntest du es auch einfach trotzdem Telefon nennen. Der einzige Grund, das dann Orbital-Telefon zu nennen, ist, dass wir hier Telefone halt haben. Und damit man dann im Spiel weiß, das ist mit der Orbital-Technologie gemacht, das dann Orbital-Telefon zu nennen. Außer es gibt halt beides. Aber I don't know. Das Gate, ja. Great, now this was something I did not expect. I wonder if we should be glad, since they've saved us the trouble of having to contact them. Ja, alles wie Pokémon-Trainer. We have found a suspicious armed group! Put your hands in the air, all of you! What is this world coming to? A woman and 2 kids are the Sky Bandits? Though the girl does look shifty. Hey now, that's just rude. And who are you calling Sky Bandits? Can't you see the shiny emblem on my chest? The bracer emblem. I hope you don't think for a moment something like that proves your innocence. Oh, it's Old Man McFuckface. General Morgan, genau das war sein Name. Why are you here? After looking over the reports of my men, I found this place to have been insufficiently investigated, so I came to see for myself. Who would have thought a lot of you were conspiring with the Sky Bandits? Might I get you to stop with the accusations, General? We happen to find this place one step ahead of your men. If that's the truth, then why don't you tell me where the Sky Bandits are? Are the hostages inside that airliner? We almost had the Sky Bandits, but they managed to escape. And there are no hostages to be found here.
It looks like the truth has come out. Most likely, you notified the Sky Bandits to let them know we were coming. Wait a minute here. How about you cut with the crap? My thoughts exactly. Alright, man. Take them into custody. Take them into custard. Alter, die Musik ist aber generell so, ja. Ey, wenn man ein bisschen was bei lernen kann, ist auch ganz gut. The general will be questioning you with himself on the morrow. If your innocence is proven, then you will be released in 2 or 3 days. So, for the time being, the cell will give you a place to cool your heels. Ich liebe einfach, wir haben keine Betten, wir haben einfach nur so irgendwelche Liegen an der Seite. Ah, this is not even funny. Tossing us in a place like this without even listening to a word we have to say. If the army managed to arrest the Sky Bandits, then I'm sure we'd have our names cleared. But with the way things are at the moment, that may not be possible. Huh? Why not? You remember what the Sky Bandit leader we fought in the old mine said, right? He said, this can't be right. You're not supposed to be here this early, if I remember correctly. Now that you mention it, he did say that, didn't he? You're not trying to tell me that he meant the army by that, are you? I don't know for sure, but I would bet that's what he meant. Which means that the Sky Bandits have a mole in the army, or a collaborator who is leaking information. That's what you wanted to say, isn't it, Joshua? Yeah. Well, if that's the case, they'll never get caught. Which means we were the only ones that stood a chance of nabbing them. But now we're stuck in here. I wonder how your father would get around this little setback. My. Well, don't you all seem to be in a bit of a fix? Huh? Did you just say something, Joshua? No, I didn't say anything. It came from the cell next door. It almost sounds familiar. What is this, Olivier, oder? How could you say something so heartless? My lustrous voice should be recognizable to anyone. Could this unfounded self-confidence and the tone of absurd narcissism belong to? It's you, isn't it, Olivier? Das war so klar. You do remember my... Ich mag den Kameraschwenk aber auch dann, um ihn dann direkt so zu zeigen. To think that we'd meet again in a place like this. It seems like that we were bound by destiny. Why are you here? Wahrscheinlich irgendwie Public Indecency oder so. I thought we took you to Bose. To Bose. And now you're locked up in a place like this? What the heck did you do? Come now, let's not worry about all the little details, shall we? I have my reasons, which are deeper than the deepest ocean and higher than the highest peak. I'm definitely not asking now. I'm sure we just get tired while you talked our ears off. Ah, what a coincidence, Estelle. I was just thinking the same. So, there you have it. We don't really care to know. You talk so much that I'd probably be an old woman by the time you were done, and I'm not ready for wrinkles yet. Come on now, let's not be like that. I'll fill you in on all the little details of the tragic incident which befell me. Didn't you listen, dummy? We don't want to hear it. It all began after we parted ways, 2 hours later. I did some window shopping in the Bose market and then moved on to the Ante Rose restaurant. You see, once I had eaten to my heart's content, I began to play the grand piano to then feed my artistic soul. And upon doing so, the restaurant manager was overcome by my skill, so I was asked to stay and work as the professional pianist for the restaurant. That's great and all, but I thought you were supposed to be a lutist? Haha. A musical genius is not limited to just one instrument. Anyway, back to my story. After negotiating a few of my own conditions, I accepted the offer. Those conditions were, of course, food and wine for free every day instead of Mira. I don't know how you put it, but that's very you, Olivier. Yet, I am not sure how that has anything to do with you getting thrown in jail. Oh, well, this is where the real sob story begins. That night, I had been enjoying a plate of, sorted? Nee. Sortiert? I have no idea. Ich bin so unkultiviert. Warte mal.
Gucken wir einfach kurz. Wir lernen einfach jetzt gemeinsam. Wir lernen einfach jetzt gemeinsam. Wo haben wir es hier? Oh, ich kann es einfach direkt. Weißt du, dann solltet ihr es ja, dann solltet ihr es hier einfach mithören. Gibt's kein Google-Ding? Muss ich auf ein YouTube-Video draufgehen? Okay. Ja, sag's einfach. Was? Sauteed. Was? Sauteed? Alter, sag's doch einfach schneller hintereinander und kein 300-Stunden-Video ablassen. Oh, how to pronounce. Sauteed. 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 Ich weiß nicht, ob ich, gibt's auch, ist wahrscheinlich so eine richtige französische Aussprache, I don't know. Sauteed. Ich bleib mal bei. Sauteed. Ich bleibe jetzt bei Sauteed. Ich mache jetzt einfach Sauteed, das ist okay. Sauteed ist in Ordnung, Leute, glaube ich, oder? Ich glaube, mit Sauteed können wir uns einigen. Sauteed duck, I had the chef prepared. Mehr Spiele mit deutschen Subs in Deutschland oder doch lieber englische Subs in Deutschland? Ich meine, wenn du die Untertitel natürlich, alles soll natürlich deutsch übersetzt werden. Ich meine, wenn du halt einen optionalen deutschen Dub anbieten kannst, ist es auch immer gut. Aber ist jetzt nichts, wo ich sage, dass das braucht es unbedingt. Aber zumindest irgendwie, dass du es dann mitlesen kannst, ist halt schon besser. The blood source, which had been used, was a little too overbearing for my palate. Consequently, I began to feel that normal red wine was not satisfying enough. The more you talk, the more I just want to hit you. But go on, I'm curious in spite of knowing better. Well, so I borrowed a bottle of wine, which seemed good from the cellar. Something called Grand Chardonnay from the year 1183. Grand Chardonnay from the year 1183? That's the legendary vintage wine that was auctioned off in the royal city. Oh, aren't you well informed? I heard a rumor about it too, so of course I was interested in having a drink for myself. Auctioned off? How much are we talking about here? From what I heard, it went for somewhere in the neighborhood of 500,000 mira. 500,000 mira? For just one bottle? That's out of this world. And you didn't think, did you? And you didn't, did you, Olivier? Such a needless question. Of course I opened the bottle and had a sip. Its sweet, swelling fragrance tickled my nostrils. Its luxurious, mellow taste caressed my throat. And can you believe what else? A rose-tinted vignette of time and space existed within that very bottle. I don't think I can listen to this any longer. Yeah, my ears are bleeding from just listening to such stupidity. I'm completely dumbfounded. The sad thing is that after taking a sip of such excellent wine, I began to feel the food was lacking. And as I was having the chef cook me up something else to match the wine, the restaurant manager returned. Since I am not a stingy fellow, I cordially invited him to join me for a drink, but for some odd reason, he got rather upset. In fact, he got so steaming mad that his face looked like a ripe tomato. And before I could say another word, a group of soldiers came filing in. And well, one thing led to another, and... I can't say another word about this tragedy of being dragged all the way here without coming to tears, so let us all weep together as you sympathize with my dilemma. Idiot. Pardon? But do my ears deceive me? I could have sworn I heard a I heard a zzz and a zzz. And even an assuredly misheard idiot coming from your cell. Are you listening? This is where the story gets really interesting. You see, several further trials awaited me after I was brought here.
Hello? Are you listening? Ich meine, das würde keinen finanziellen Sinn ergeben, das Spiel außerhalb Deutschland in Deutsch rauszubringen, weil das keiner verstehen würde. Die Sache ist ja schon, dass es genügend Leute hier gibt oder halt generell weltweit, die in der Lage sind, eben Englisch zu verstehen. Hey, you there, get up. Man, I'm tired. What's wrong? What are you trying to tell us? We're being interrogated this early in the morning. That's a little early even for me. No, it's just the opposite. You're being released. Huh? Wir haben versucht, euch zu verklagen, aber herausgefunden, dass ihr gar kein Geld besitzt. Ihr dürft weitergehen. Why all of a sudden? Is there a reason for this? Yes, I'd like to consider myself that reason. Ah, ich nehme an, die Majorin. Oh, es ist Mayonnaise Maybell. Well, what an unusual place to be meeting you. I'm really sorry about everything that's happened to you. But don't worry, your names have been cleared. I don't completely agree with everything, but this is a request coming from Maybell herself. You'd better remember to thank her. So you mean Mayor Maybell stood up on our behalf? No, that's not exactly it. I just explained your situation to General Morgan. Our situation? Yes, I have one question for the both of you. Are you really the children of Cassius Bright? Huh? Yes, that's right. This is Estelle Bright, and I'm his adopted son, Joshua. I see. Now that you mention it, the girl does slightly resemble Lena. You knew my mother? Yes, I enjoyed your mother's cooking on several occasions when I visited your home in Roland. Why, in fact, we even met once when you were just a baby. Now, wait just a minute. You're a personal acquaintance of my dad's? I knew that he was in the military before, but I don't know Cassius Bright the Bracer. The only Cassius I know is the one from the service. He was a rare strategist. Strategist? Dad? I just can't imagine what he saw in the Bracer Guild. It makes me angry just thinking about it. You'll have to excuse me. Ich muss jetzt woanders hingehen und in Ruhe sauer zu sein. Einfach weggehen, bevor man postet. Ist auf jeden Fall die bessere Art und Weise. Ah, what's wrong with him? It seems like your father was a brilliant officer in the military. I've heard from the general that he tried several times to get your father to change his mind about retiring. I didn't know that. Somehow it feels hard to believe. However, if that's the case, the general's hatred for bracers may stem from Cassius leaving the army, from the vexation of being left by one of his most promising men. I get the same impression. So, what you're saying is our lives are such a pain because of Dad? Ah, that dirty, rotten scoundrel. How about we return to Bose now? With the airliner being found, the situation has taken a new turn. So, there are a number of things I'd like to discuss with you. Oh, sure. Is something the matter? I'm definitely ready to get out of here, but it feels like we're forgetting something. Now that you mention it, what could it be? Oh no! Hat ein Instrument! Weg, Leute! Oh, how callous people can be at times. Dass sie den überhaupt mit dem Ding eingesperrt haben. How could you forget about a companion who spent the night with you in cold, hard cell? How lamentable, how pitiful. Fine, be that way. I shall wither away, friendless and hungry, alone in this dark purgatory. Is he still here? Yeah, I completely forgot about him. I'm sorry to say this, but there's not much we can do for you. Is he the musician I heard about? The one who chucked that bottle of Grand Chardonnay without a second thought? Ha ha ha! Indeed! That is I! Ah, yet my fair lass, I would be heartbroken if you took my intentions the wrong way.
For you see, I perceived it as an advance payment for the exquisite services that I was about to render. You're quite the interesting character. Alright, I'll see what I can do to bargain with the general for your release. Really? Truly? You would do such kind service for a man such as myself? I think that may be asking a bit much. If the restaurant takes this to trial, there's going to be at least a lawsuit. Well, there's no need to worry about that. You see, the owner of the restaurant is me. Huh? And that great Chardonnay was the very one I bid on. That being the case, I'm fairly confident there won't be any other problems over the matter. Einfach 500.000. Weißt du, du bist... Die ist doch Bürgermeisterin. Das hat die hast einfach 500.000 von ihrem Privatvermögen, was ja an sich die Bezahlung doch irgendwie von den Steuern der Leute ist, einfach genommen, um eine Flasche Wein zu kaufen. Einfach ohne Scheiß erstmal enteignen. Oh. It's like a stroke of bad luck. Ich finde gut, dass er den Wein getrunken hat jetzt. Please don't lay on the compliments too thick. However, it pains my soul that I partook of such a fine wine without paying a single mira. Shall I play the piano in the restaurant per our contract to remedy that? I think I'm going to have to pass on that. After what happened, I think it would be a bit awkward having you back there. I, for one, don't think he'd mind a bit. Yeah, he sure does seem to have a thick skin. Let's just think of this as an unfortunate incident for the both of us. But I don't think I can just let things go like this. Let's see. It seems like you're investigating something at the moment, right? How about I lend my assistance in return for the wine? Huh? Well, that does sound interesting. Could I ask you to join these bracers in their work? Hahaha, could you ever? So it's settled. Let our new working relationship bloom like a magnolia at the height of spring. Hold on a second. Why did we do what did we do to deserve this? Your general weirdness aside, simply having an amateur like you around is honestly going to be a pain. Are you confident that you won't be a drag on our work? Or our sanity? Well, I am somewhat confident in my marksmanship and magic. But of course, I'd be distressed if you tried to list my music genius in the same group. That's the kind of line that gets me really worried. But maybe we could use an extra hand. As long as we can't count on the army to help us out, I have the feeling that we'll be short of manpower. Well, alright then. We'll use you for what you're worth. However, if we do happen to conclude that you're not worth your weight, you're dumped from the party. Are you going to be okay with that? Of course I don't mind. I'd never let you down, so please be reassured. Well, my expectations of you are pretty much at rock bottom anyway, so I know you won't let me down. I'm glad things are settled between you all. But before you go, there's something I need to tell you. Tell us? Actually, the town did seem pretty noisy as we were headed there. What happened? Truth be told, last night there was a large-scale burglary in Bose's South Block. The weapon shop and oil factory were targeted, as were a number of private residences. What? So, was this the work of the Sky Bandits? It's unknown at this time, but it seems highly probable. A unit of the Royal Army is currently conducting an investigation. I see, guess we'd better do an investigation of our own then. Yes, I'd like to formally request that you do just that. I'd send a payment over to the guild for the work you've done so far. Please, make use of the money for your current investigation expenses. Kannst du nicht einfach alles für mich zahlen? Es sollte doch alles gratis sein. Ich sollte einfach alles kaufen dürfen. Gib mir das ganze Septium. Gib mir einfach die Möglichkeit, alles an Quartz zu kaufen. Weißt du, wenn du 500.000 für eine Flasche Wein ausgeben kannst, dann kannst du mir auch bitte irgendwie die paar Tausend geben, um einfach meine Waffen aufzurüsten. Ist das zu viel verlangt? Ich glaube nicht. I have a feeling that the army is going to get in our way again. Nein, mein Eistee ist leer. Scheiße, Leute. Eistee getrunken. Kein Eistee mehr. Ah, jetzt habe ich nur noch langweiliges Wasser da. Whether they get in our way or not. I do think we should be forthcoming with the army about the information we come across. Because if there's really a spy in the midst, they'll just leak it to the Sky Bandits.
Though I'm reluctant to say it, I also think it's for the best to keep quiet about our findings. Anyway, let's act with President. Alrighty, my bosom companions. Shall we head to the South Block? Look, buddy, who made you king of the show? Okay, das heißt erstmal Sachen kaufen. Obwohl ich muss ja eh unten hin, ne? Wo kann ich die denn abgeben? Okay, Bracer Guild. Wahrscheinlich neue Nebenquest, oder? Komm, neue Nebenquest. Neue Nebenquest! Stolen Ring. Kann ich die abgeben, die Hauptquest? Let's go! Oh, Björn, so gut. Okay, Stolen Ring. Stolen Ring. Okay, ich muss eh in den Südblock, also passt das ja. Das hängt ja einfach mit dem ganzen Ding zusammen, ja. It seems that the group of Sky Bandits in the old mine consisted of 2 females and a male. Rumor has it that they've been even gotten children in the mix. Okay. Lassen wir das mal mit der Sprechweise. War ein Versuch wert. Orbital Factory, aber ich habe glaube ich eh nicht. Also selbst wenn ich da gerade was kaufen kann, ich habe eh nicht genug, ne? Nee. Oh, aber Olivier könnte ich vielleicht. Der hat ja noch... Alter, was? Nice. Nice. 200?! Oh! 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 Let's go! Hier habe ich aber, glaube ich, alle weiterhin. Ja, hier habe ich alle. Oh, warte, aber irgendwo war 0. Impede 1. Nein, meinen brauche ich nicht, wenn ich Impede 2... Oh, 300, Jesus Christ. Ich brauche irgendwie das Grüne. It looks like a store was hit with the burglars as well. I guess this isn't the time to be talking about business deals. Warum bist du dann hier? Get fucked, please. Eat shit and die. Niedler. Einfach mal austauschen, ist gut. Kann man mal machen. Okay. Dann kann ich auf jeden Fall schon mal Sachen für ihn kaufen, wenn die hier da sind. Talk Shop. Boy. Okay, hier ist nichts Interessantes da drin. Dann, ich gehe einfach mal kurz in den... Ja, okay, alles klar. Ich dachte, ich kann einfach mal irgendwie Sachen einkaufen gehen oder so. Einfach gegen mal allen reden. I can't believe the Sky Bandits managed to circumvent our search and just walked right into town and burglarized a bunch of places. Ja, ihr seid schon ziemlich nutzlos als Armee. Ja, definitiv. Are you the bracers we heard about? Since the mayor has asked you to look into things, I have no choice but to allow it. Just don't get in the way of Army's investigation. Fucking bitch. Okay, ich glaube, wir sollen einfach mit ihm reden. Damn it! My shop got ripped off by a bunch of thieving criminals. And they took off with every last one of my pricey goods too. Also, der Laden sieht noch ziemlich voll aus. Why did this have to happen to me at the time when there is hardly any goods around to begin with? Okay. Lass uns mal mit dem Besitzer hier reden. My factory! My factory and all of my goods, they're gone! Außer die alle hier liegen. I've got to report this to either the army or the Bracer Guild, ASAP. Now hold on just a minute. If either one of these groups saw what was written in that stolen ledger, yikes, I'd be in a world of hurt. Oh yeah, baby! Meine Lieblingscharaktere.
Yeah, this one turned out really cute. Niall, is this how you wanted this one? Yeah, sure. Something like that. However, we really get screwed, you know that. Huh? Good afternoon. Are you working on another story? Looks like you two are on the trail of a scoop again. Hey, it's your kids. Oh, Estelle and Joshua. Boy, am I glad to see that they let you out of the clinker. Yeah, I heard all about you kids getting arrested by the army up at the old mine. You certainly had me worried. Why are you acting like you had nothing to do with it? It was your info that led us to the village. Hey now, what kind of face is that? Don't tell me you blame us. Did you go and check out the abandoned mine ourselves? Yeah, we did yesterday, but it was after you all had already been hauled off. We could have had a really great shot of your arrest had we been there. It really guts me that we missed such a perfect opportunity for a great shot. I swear you people in the news business. But anyway, I was wondering if you thought this looked like the handiwork of the Sky Bandits. It sure looks that way to me. It seems that the army is sniffing around for clues too. But to be honest, it looks like there's nothing to be found here anymore. I see. That does make things a bit more difficult. Well, Mr. Reporter, why don't you let me ask you this then? Do you know from whence the Sky Bandits enter town? According to witness statements, they were seen leaving through the west gate. Well, that's awfully strange. The mayor's residency and Bowser Market are right through the west gate, and it seems like attacking those two places would be far more lucrative. When you put it that way, that makes a lot of sense. But if you don't mind me asking, who the heck are you anyway? I am glad you asked. I am Olivier Lenheim, a wandering bard and gifted musician. I'm sure you've heard rumors about me, right? Oh right, you're the guy who drank wine without paying at a classy restaurant. It takes guts to stuff such a big bill. It's an honor to meet you, sir. You're making me blush. I'm ready for my interview anytime, so don't hesitate to ask. Wow, really? I'm getting a headache just listening to this crap. These two are very much alike. I'm not even going to ask how this guy wound up with the rest of you. That would be for the best. Thanks to your shenanigans, the pages of the next issue are going to be filled with some real gripping headlines. Let me know if you get any other scoops. Was hast du denn hier? Was hat die denn hier? Wow, it looks like the burger is made off with nearly everything. I could have sworn that my boss locked up last night. Ja, scheinbar nicht. Okay. Aber das heißt, ich habe jetzt... Oh, hier geht's noch rein, oder? Ja, da geht's noch rein. Ist das gleich von der Mission? I'm going to be done here in a minute. Okay. Oh Gott. Okay. Die Frage ist, da war ich jetzt in den Häusern? Ach nee, hier sind noch Häuser. Ah. Oh. I was shocked when I heard about the South Block being hit by burglars. Shocked, I tell you. Mirano's mother was here alone, you see. Fortunately, this house was untouched in the burglaries. But it's at times like this that it makes you feel uneasy when there's no man at home. I'm just glad that Mirano brought Simon over to watch the house. Okay, alles klar. Now we've got burglars running amok in the city. I swear, what's happening to Bowser? I'm just glad they left this house alone, though I'm baffled as to why. They certainly didn't do their homework on the city. Weil Leute einfach so fast schon entsetzt, dass sie nicht beklaut wurden. Hallo, wir sind es doch wert, beklaut zu werden? Mehr wert als all die anderen Häuser? I'm not trying to be rude, but this is an official investigation. Move along. Okay, how about eat shit and die? I'm not trying to be rude. Hallo, ich will mit der Frau reden, nicht mit dir. Alter, du Penisbacke. Hey, you there! What? Is something wrong?
I thought I'd better give you a word of advice. Even if you are representing the mayor, at the end of the day you are still civilians. We cannot have you wandering around here in the middle of our investigation. What do you think you're talking to? You're talking to? Your advice seems rather more like a threat. I'm just saying, you need to know your place. But if you're so adamant about investigating the matter, then do it after we've cleared our area. If we get any more trouble out of you, then I'm going to have to give you a personal invitation to jail. Forget about it, Estelle. There's no use arguing with these gentlemen. Ha! For an ass in the lion skin, you sure know how to throw your weight around, Mr. Soldier. What did you just say? May I ask what's going on here? Morgan? Oh nee, was ist das? Colonel! Ah, der sieht aus wie Karl-Heinz Schneider aus Tsubasa. For a soldier in the prestigious Royal Army to be threatened, our good citizens, that is an outright embarrassment to all of us. But these aren't just civilians, sir. They're members of the Bracer Guild. Oh, is that so? Then I ask you once again, what is going on here? The army is supposed to be working closely with the guild. What do you intend to accomplish by being rude to our allies? But as far as the general is concerned... Ah, yes. The side of the general really concerns me. I'll take over the investigation from here, so please take your men and clear out. But sir, your men have been here since early this morning, so I presume that a sufficient investigation has been conducted by now, yes? I'll smooth things over with the general later. Is there anything else you wish me to address? No, sir. All right, men, pack it up. We're returning to the Haken Gate. Die ganzen Pissboys weg jetzt. It looks like that's that. It seems that some of our personnel were rather impolite. Please allow me to apologize. I appreciate the gesture, but we made some slightly inflammatory remarks as well, so how about we let bygones be bygones? That suits me just fine. As I stated before, the army is supposed to be working closely with the guild. I think our two organizations working together grants us each the ability to make up for the other's shortcomings. I'm looking forward to any progress you make with this recent series of events. Thank you, we'll do what we can. He seems like a decent guy. Yeah, I wonder who he is. Colonel, it's almost the appointment time. Oh, already? Excuse me, but it appears I must take my leave. Oh, but before I do, it looks like I haven't properly introduced myself. I am Alan Richard, a colonel in the Royal Army. If there's anything I can do to assist you, please don't hesitate to contact me. Weißt du, solche netten Leute in der fucking Army ist einfach irgendwie immer so ein Red Flag für mich. Colonel Richard? I feel like I've heard that name somewhere before. Niall was the one who mentioned his name earlier. He said something about him being a sharp young officer who leads the Royal Army's intelligence division. Oh, right. Wow, for some reason, for someone in the military, he sure knows how to listen to others. Probably in his mid-30s, and he's not hard on the eyes either. He seems like he's more fit to be a politician than a service member in the army. Hey, you guys! Who was that you were just talking to in the black uniform? I could swear I've seen him somewhere before. Are you trying to tell me you didn't recognize him at all? That was Colonel Richard of the Intelligence Division. You know, the guy you mentioned earlier? What? You're not pulling my leg, are you? As fun as that would be, nope. He said so himself, so I'm fairly confident he is who he says he is. To think that the legend himself would show up here. We can't wait around here like this any longer, Dorothy. Let's see if we can catch up to him. Aye, aye, sir. Although I'm really not sure why we're chasing after anyone. Das ist wirklich das beste Duo in dem Spiel. Did you see his eyes light up? I wonder if he's going to do an interview or something. Anyone else in the army would brush him off, but I'm sure the colonel will oblige him. What's the matter with you, Olivier? You look serious.
And I gotta say, I find it creepy coming from you. I was just thinking about the Colonel. I'll be the first to admit that he's quite the specimen of a man. But what? I can say with confidence that he doesn't stand a chance against me when it comes to the ladies. But I'd like to see him try just a little harder. It's no fun without a romantic rival. You just had to ask, didn't you, Joshua? I'd regret it for the rest of my life. Alright, let's see here. Now that the soldiers are gone, how about we resume our own investigation? Let's start by talking to all the people we couldn't talk to earlier. Good idea. Okay, alles klar, direkt mal mit der Oma hier. Oh, dear me. Weren't you the bracers who came to ask questions that long ago? Oh, right, we did come before. I'm really sorry I couldn't talk to you then. So, what you came to ask about is what happened last night, right? Yes, that's right. Is this a good time for you? Yeah, this is as good a time as any. Erstmal Kekse gebacken. It was the middle of the night, you see, when I heard a noise coming from outside. And I, of course, thought it was my husband coming home at such a late hour. So I opened the door and started yelling. But it turned out to be a group of masked men coming off the herbal factory across the road. I thought my heart was plumb gonna stop right then and there. Although it turned out the burglars were rather surprised and ran away to the north. I see, so it was the Sky Bandits, huh? So what you're saying then is that this house didn't incur a loss of any kind. Yeah, thanks to the mercy of the goddess. Can I ask you another thing? Did your husband coming home late mean that he went to the bar? If it was only that would be forgivable. In addition to being a no-good drinker, he's obsessed with this. Raised her hand in a casting motion. Huh? Oh, I get it. You mean fishing, right? Oh, I see now. That's right. He loves fishing more than life itself. Just yesterday he said something about catching some smelt and took off to the lake in the south. And on top of that, he still hasn't come back. Was ist so, dass mein Mann ein Alkoholiker ist, das kann ich mir noch verzeihen. Aber beim Fischen, da ziehe ich die Grenze. Das geht zu weit. So what you're saying is he doesn't know anything about the incident? That's exactly what I'm saying. And when that good-for-nothing husband of mine gets home, he's going to get what for, let me tell you. Hi, honey, I'm home. Phew, what a day I had. I was fishing patiently all morning, but I have nothing to show for it. Oh, what's this? Do we have guests? You senile old man! Oh my goddess, woman, what kind of fury tempest has gotten into you? Don't you know it's rude to act like that in front of guests? If anyone's being rude, that would be you. I'm dumbfounded that my own husband can just take off to what he likes at a time like this. Huh? What do you mean by a time like this? Maybe I should explain. Oh, now that is terrible. But to think that they hightailed it out of here after a wife hollered at them as hilarious. I guess they've got to experience the Cecil effect firsthand. What did you just say? Let's all calm down now, shall we? But to think that these Sky Bandits came in the night like they did and then just disappeared like that, I wonder if this has anything to do with that thing he was talking about the other day. He? What do you mean? Oh right, you don't know him. He is my fishing buddy. He's staying at the inn down the lakeshore at the south of here. If I remember right, he said something about seeing a strange bunch near the place the other night. A strange bunch? Now, this sounds really interesting. Can you tell us a little more about what you've heard? Sure, I don't mind, but I'm just going to tell you up front that this is all hearsay. From what I heard, he just happened to see them by chance as he was out fishing during the night. He saw them leave by the way of the inn's front door and then out onto the road. However, he asked around at the inn in the morning. It turned out that no one that had stayed there the night before. Yeah, that is rather odd.
So, was there any type of burglary at the inn? No, nothing of the sort at all. In fact, it's quite there. The meals are great. It's quiet there. The meals are great, and it's, well, a place I'd recommend to anyone. But best of all, it's a prime fishing spot. Oh, Leute, lernen wir jetzt endlich fischen? Nach 200 Stunden? Endlich fischen? Ah, though there weren't any definitive clues related to the incident, we did manage to hear a few interesting bits. I concur. I especially liked the one that described all the delicious food at the inn. That's not what we're talking about here. Although I did find the fishing part to be rather interesting. Unfortunately, if there's nothing going on there, then I guess it wouldn't be worth investigating. Actually, I think it's quite the opposite. If someone had been careless and caused a problem, the army would have thoroughly investigated it. Conversely, the possibility of the Sky Bandits appearing where there's nothing happening is rather high. Oh, well, I guess that's one way to think about it. In the light of the series of incidents, there's either a spy in the army or the Sky Bandits are a really clever bunch of thieves. It'll be extremely difficult to corner them only by investigating the incidents which have occurred. Well, we'll need to get one step ahead of them by tracking their movements. I see. So what you're saying is that we should take an offensive stance rather than a defensive one. Then how about we get going? Off to the beautiful Valeria Lake. Extolled in many a rhyme as the Pearl of Liberal. Jesus fuck, ey. Okay, so welchen Penis muss ich jetzt hier, mit wem muss ich reden? Okay, I live in the south Bose Block. Nein, ich wollte nicht raus. Ich wollte in den südlichen Bose Block da drin bleiben. Ich wollte nur gucken, ein Haus, wo ich vorher nicht reingegangen bin, wahrscheinlich. Nein. Okay, wenn die Kamera... Nein. Das Ding sich nicht ändert. Okay, alles klar, egal. Okay, das heißt hier, da. Das heißt, das war egal. Dann gehe ich nochmal hier im Haus nachfragen. Nee. Vielleicht doch hier in den Läden oder so? Nee, ich meine, der Ladenbesitzer wird es wahrscheinlich nicht sein. Da ist nix. Ah. Ist es nicht mit... Aber er hat nicht... important drink taken by them? I don't care. Okay. Hä? Aber... Launa. Okay, das ist die, aber okay, das heißt, ich muss einfach nur den Ring finden und ihr zurückbringen. Okay, alles klar. Das heißt, das Reden ist kein Teil davon. Nee, gut zu wissen. Gut zu wissen, dass ich wenigstens die richtige Person hatte. So, dann lass mal kurz bei gucken, ob ich wenigstens was Tolles zum Anziehen finde für Olivier. Okay, einmal Red Scarf. Okay, dann gab es halt wirklich nur das, was ich ihm anziehen kann gerade. Was auch okay ist. Weißt du, dann machen wir halt hier der Red Scarf. Nein, Red Scarf. Und dann Prince Poison. Ich glaube, Poison ist immer so mit das häufigste, oder? Was auftreten kann. Ich glaube, das ist ganz okay. Warte mal, wie sieht's mit den fucking Quartz aus? Genau, Orbment. Okay, All Quartz, okay, aber ich wollte erstmal Estelle machen.
So, das heißt, wir haben HP, wir haben hier 3. 3, 3, 2. Woo! Das wäre halt nur mit einem hoch. Ja, ich glaube. Petrify oder Poison. Ich meine, Petrify ist halt beides 10%. Petrify ist halt, der Gegner kann nicht mehr agieren und hier mit Poison macht er mehr Schaden. Ich glaube sogar Petrify wäre noch interessanter, glaube ich eher. Machen wir das mal. So, Olivier, was hast du denn? Ich meine, noch einen Healer drin zu haben, wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Erstmal in der Party. Ich weiß nicht, was er sonst noch irgendwie drauf hat. Oh, Curia, nice. Petrify Breath. Ja, ich glaube hier Petrify Breath, das ist ganz geil. Ja, machen wir mal so. Ich weiß, ich kann auch alles abändern, aber ich glaube, so ist in Ordnung. Ich glaube, damit kann, weißt du, erstmal einfach gucken. Einfach mal ausprobieren. Man kann immer noch Dinge ändern in einem Videospiel. Crazy, I know. Baba. Okay, dann bin ich mal gespannt. Was kann er denn? Ich meine, das ist, glaube ich, ein Caster eher, ne? Ja, trotzdem 192. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Und ein Fernkämpfer auch noch mit der Pistole, ne? Das heißt wahrscheinlich auch irgendwie eine erhöhtere Range. Ja, das heißt, er kann auch den angreifen. Holy shit. Also, ja, Mist, aber es geht zumindest, die Leute auf die Entfernung anzugreifen. Which is pretty cool. Piece of Cake. Okay, war ich eigentlich hier unten schon? Ich glaube nicht, oder? Oh, es kann sein, dass ich für irgendeine Monster-Quest, glaube ich, mal hier lang gelaufen bin. Das kann sein. Das kann gut sein. Ich weiß es auf jeden Fall, wenn ich irgendwo eine Kiste sehe. Dann kann ich sehen, ob ich schon mal da war oder nicht. Ah, verdammt. Verdammt. No, habt ihr schon gegessen? Verdammt. Alter, ich krieg einfach kein Level-Up mehr bei diesen Gegnern. Die sind einfach zu niedrig levelig, als dass ich da irgendwie jemals noch mal irgendwie was reinkriege. Dun, 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 dun. Okay. Ich dachte Petrify Breath, vor allem das 30 kostet, wäre ehrlich gesagt so eine AOE-Attacke oder so, aber gucken wir einfach mal. Oh nice, das habe ich mit ihr jetzt aber auch. Stone Impact. Das ist Area, ja. Oh! Oh! Ja, komm, machen wir einfach. Schlagen wir mal zu. Was kann schon passieren, außer dass ich missgehe, ja. Auch 210, okay. Nice. Einfach mal fucking Meteor freigeschaltet. So muss das sein, Leute. So und nicht anders. Okay, gut. Ich merke aber tatsächlich, dass ich
Ich glaube, das war das ganze viele Lesen tatsächlich. Das war sehr viel auf einmal. Ich merke, dass ich gerade definitiv was anderes brauche. Deswegen würde ich einfach jetzt gerade mal, ich meine, es waren immerhin knapp 2 Stunden, deswegen würde ich einfach die Trailsitzung für heute dann mal für beendet erklären. Also von der Story bin ich auf jeden Fall weiterhin sehr angetan. Also das war eigentlich eine sehr gute, interessante Weiterentwicklung. Habe auf jeden Fall Bock weiterzumachen. Lass mich nur gerade mal gucken, weil vielleicht können wir ja maybe was Besonderes machen später. Muss mal gucken. Ja. Vielleicht machen wir gleich noch was anderes. Mal gucken. Aber jetzt wollte ich auf jeden Fall ich würde wahrscheinlich das Video von Charlie gucken. Zu der Resident Evil 4 Remake Review. So, lass mal kurz ändern. Just shitting. So, was hat der. Ich mach einfach mal der Spielebrite denn zum RE4 Remake zu sagen. Alles klar, let's go. Ich würde aber, glaube ich, nochmal kurz Pipi machen gehen. Merke ich gerade. Vielleicht mache ich mir auch noch. Oh, ich glaube, ich mache mir noch einen Kaffee. Da habe ich jetzt gleich Bock drauf. Oh, ich glaube, ich hätte gerade, glaube ich, noch Bock auf einen Kaffee. Ich habe tatsächlich die Nacht nicht so viel geschlafen, bin ich ganz ehrlich. Ich mache mir, glaube ich, gerade noch einen Kaffee, weil ich hatte jetzt gerade eben schon den Energy. Und ich glaube, einen zweiten hinterher, auch wenn ich das problemlos vertragen kann mit meinem ADHD,